Mein Name ist Jenny. Als ich ein kleines Mädchen war, lebte ich auf einer kleinen Insel. Meine Familie war reich und sehr wichtig. Viele Menschen kannten unseren Namen und sprachen oft über uns. Meine Familie bestand aus meiner Mutter, meinem Vater und meiner älteren Schwester. Wir lebten zusammen auf der Insel in einem großen Haus. Meine Schwester war 6 Jahre älter als ich. Deshalb spielten wir früher nicht viel zusammen. Ich war erst 12 Jahre alt, als meine Schwester heiratete. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag ihrer Hochzeit. Viele Menschen kamen zu unserem Haus. Sie lachten, sangen und feierten zusammen. Alle waren glücklich, nur ich nicht. Ich war traurig. Aber ich war sehr traurig an diesem Tag. Meine Schwester ging mit ihrem neuen Mann fort und zog weit weg nach Hamburg. Sie war immer sehr freundlich zu mir und oft netter als meine eigene Mutter. Meine Schwester war die wichtigste Person in meinem Leben. Meine Mutter und mein Vater liebten mich nicht sehr. Sie wollten Söhne. Sie interessierten sich kaum für mich. Ein Jahr nach der Hochzeit meiner Schwester kam ein Brief von ihrem Mann. In dem Brief stand, dass meine Schwester krank war. Sie wollte wieder nach Hause kommen und bei ihrer Familie sein. Ich war sehr traurig, als ich von ihrer Krankheit hörte. Ich machte mir große Sorgen um sie. Gleichzeitig war ich auch froh, dass sie nach Hause kommen wollte. Ich hoffte, dass sie sich bei uns wieder erholen würde. Mein Vater sagte, dass sie am Sonntag aus Hamburg losfahren. Am Dienstagabend sollten sie bei uns ankommen. Den ganzen Tag wartete ich auf sie. Für mich fühlte sich dieser Tag sehr lang an. Stunde um Stunde verging, aber sie kamen nicht. Immer wieder ging ich zum Fenster und hörte nach draußen. Ich hoffte jedes Mal, endlich ein Geräusch zu hören. Der Himmel wurde langsam dunkel und die Nacht kam. Bald war es Mitternacht, aber ich konnte nicht schlafen. Ich lag wach in meinem Bett und dachte an meine Schwester. Immer wieder hörte ich in die stille Nacht hinaus. Plötzlich, gegen 1 Uhr nachts, hörte ich ein Geräusch weit weg. Es war leise, aber ich war sicher, dass ich etwas gehört hatte. Sofort sprang ich aus meinem Bett und lief schnell ins Wohnzimmer. »Sie sind da! Sie sind da!« rief ich meinem Vater aufgeregt zu. Auch er stand sofort auf. Zusammen öffneten wir schnell die Haustür, damit wir besser nach draußen sehen konnten. Draußen war es dunkel und sehr still. Wir standen in der Tür und warteten. Einige Minuten lang hörten wir nur den Wind in der Nacht. Dann hörten wir das Geräusch wieder. Es klang wie ein Mensch, der weit draußen in der Dunkelheit weinte. Der Klang war traurig und unheimlich, aber wir konnten niemanden sehen. Vor uns lag nur die dunkle Nacht. Es gab keine Lichter und keine Menschen auf dem Weg. Wir gingen langsam vor das Haus und sahen uns überall um. Wir wollten meine Schwester begrüßen und ihr mit ihren Taschen helfen. Doch niemand kam. Niemand trat aus der Dunkelheit hervor. Alles blieb still. Ich sah meinen Vater an und er sah mich an. Wir verstanden beide nicht, was passiert war. »Ich bin sicher, dass ich ein Geräusch gehört habe«, sagte er leise. »Ja«, antwortete ich. »Ich habe es auch gehört, Vater. Aber wo sind Sie?« Wir blieben noch eine Weile draußen stehen und warteten. Vielleicht hofften wir beide, dass sie doch noch erscheinen würden. Aber die Nacht blieb ruhig und kalt. Schließlich gingen wir ohne ein weiteres Wort zurück ins Haus. In diesem Moment fühlten wir beide eine seltsame Angst in unseren Herzen. Am nächsten Tag kam ein Mann zu unserem Haus. Er brachte eine sehr traurige Nachricht. Mit ernster Stimme sagte er uns, dass meine Schwester tot ist. Am Sonntag wurde sie plötzlich sehr krank. Am Montag ging es ihr noch schlechter und sie hatte große Schmerzen. In der Nacht zum Dienstag, gegen 1 Uhr, starb sie schließlich. Genau zu dieser Zeit standen mein Vater und ich draußen vor unserem Haus und warteten auf ihre Ankunft. Als ich das hörte,
fühlte ich einen tiefen Schmerz in meinem Herzen. Ich konnte es kaum glauben, und mir liefen sofort Tränen über das Gesicht. Diese Nacht habe ich nie vergessen. Noch lange dachte ich daran, dass wir draußen standen, während meine Schwester in derselben Stunde starb. In den nächsten 2 Jahren war ich sehr traurig. Mein Leben fühlte sich leer und still an. Ich hatte kaum Freude an irgendetwas. Ich wollte nichts tun und sprach nur selten mit anderen Menschen. Oft saß ich lange allein und dachte an meine Schwester und an die glücklichen Zeiten mit ihr. Der Mann meiner Schwester heiratete bald eine andere junge Frau in Hamburg. Als ich davon hörte, wurde ich sehr wütend. Für mich fühlte es sich an, als hätte er meine Schwester viel zu schnell vergessen. Ich konnte nicht verstehen, wie er so schnell ein neues Leben beginnen konnte. Das machte mich traurig und auch sehr enttäuscht. Jetzt war ich das einzige Kind in unserer reichen und wichtigen Familie. Deshalb begannen schon früh viele Männer unser Haus zu besuchen. Noch bevor ich 14 Jahre alt war, kamen sie zu uns, um mich kennenzulernen. Einige sprachen freundlich mit mir und erzählten mir von ihrem Leben. Sie machten mir Komplimente und wollten Zeit mit mir verbringen. Ich wusste, dass viele von ihnen mich heiraten wollten. Aber ich mochte keinen von ihnen wirklich. In meinem Herzen fühlte ich mich noch viel zu jung für eine Ehe und dachte noch immer oft an meine Schwester. Als ich 16 Jahre alt war, nahm ich meine Mutter mit nach Hamburg. Für mich war diese Reise etwas ganz Neues. Ich hatte vorher nur wenig von der großen Welt gesehen. Unser Zuhause war ruhig und klein, doch Hamburg war ganz anders. Die Stadt war viel größer und viel lauter. Überall waren Menschen auf den Straßen. Es gab viele Geschäfte, Wagen und Märkte. Händler riefen laut ihre Angebote und überall hörte man Stimmen und Musik. Für mich war alles neu und aufregend. Meine Mutter sagte zu mir: Hamburg ist eine große Stadt. Hier treffen wir reichere und interessantere Männer als zu Hause. Hier können wir leicht einen guten Ehemann für dich finden. Sie sprach oft über dieses Thema und hoffte, dass ich bald heiraten würde. Für sie war das sehr wichtig. Am Anfang fühlte ich mich in der großen Stadt noch ein wenig fremd. Alles war so neu für mich. Doch nach einiger Zeit begann ich mich daran zu gewöhnen. Langsam wurde ich dort glücklicher. Ich lernte viele freundliche Menschen kennen. Einige junge Frauen wurden schnell meine Freundinnen. Sie zeigten mir die schönsten Plätze der Stadt und erzählten mir viele Geschichten. Manchmal gingen wir zusammen durch die Straßen und sahen uns die Geschäfte an. An anderen Tagen besuchten wir kleine Feste oder trafen uns zum Tee. Fast jeden Abend gingen wir tanzen. In den großen Sälen spielte Musik und viele junge Menschen waren dort. Die Räume waren hell und voller Lachen. Viele junge Männer kamen zu mir, um mit mir zu sprechen. Sie baten mich um einen Tanz und stellten mir viele Fragen. Einige erzählten von ihren Reisen, andere von ihrer Arbeit oder ihrer Familie. Ich hörte ihnen gern zu. Langsam begann ich wieder zu lachen und das Leben zu genießen. Mein Herz fühlte sich leichter an als früher. Die Traurigkeit war noch da, aber sie war nicht mehr so stark wie vorher. Ich dachte nicht mehr jeden Tag an meine tote Schwester. Manchmal erinnerte ich mich an sie, doch die Erinnerung tat nicht mehr so weh. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich wieder etwas Freude in meinem Leben. Ich begann zu glauben, dass vielleicht auch für mich eine gute Zukunft möglich war. Aber meine Mutter war trotzdem nicht zufrieden. Sie hatte nur einen großen Wunsch. Sie wollte schnell einen Ehemann für mich finden. Fast jeden Tag sprach sie über dieses Thema. Sie sagte oft, dass eine junge Frau aus einer guten Familie nicht zu lange warten sollte. In ihren Augen war eine gute Ehe das Wichtigste im Leben. Eines Abends, kurz bevor ich schlafen gehen wollte, kam sie in mein Zimmer. Sie setzte sich ruhig auf einen Stuhl und sah mich lange an. Ich spürte sofort, dass sie über etwas Wichtiges sprechen wollte.
Dann sagte sie: »Kennst du Herr Peter?« »Oh ja«, antwortete ich sofort. »Das ist dieser hässliche alte Mann aus Köln.« Meine Mutter sah mich streng an. »Er ist nicht hässlich und auch nicht alt, Jenny«, sagte sie schnell. »Er kommt aus einer sehr reichen und wichtigen Familie. Außerdem ist er ein sehr respektierter Mann. Viele Menschen kennen ihn und sprechen gut über ihn. Und er möchte dich heiraten. Er sagt, dass er dich sehr mag. Er liebt dich.« Ich sah meine Mutter überrascht an. Meine Gedanken waren ganz durcheinander. Er liebt mich und will mich heiraten. Mich? Das kann doch nicht sein. Aber er macht einen Fehler, Mutter, sagte ich schließlich. Ich liebe ihn nicht. Ich kann keinen Mann heiraten, den ich nicht liebe. Für mich fühlte sich dieser Gedanke sehr falsch an. Ich wollte selbst entscheiden, wen ich eines Tages heiraten würde. Meine Mutter blieb ruhig und sprach leise weiter. »Denk noch einmal darüber nach, Jenny«, sagte sie. »Er ist ein guter Mann. Er hat Geld, ein schönes Haus und eine wichtige Familie. Viele junge Frauen würden sich über so ein Angebot freuen. Du bist eine sehr glückliche junge Frau. Du solltest dankbar sein.« Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich fühlte mich unsicher und verwirrt. Meine Mutter stand langsam auf und ging zur Tür. Bevor sie das Zimmer verließ, sah sie mich noch einmal ernst an. Dann ging sie hinaus und ließ mich allein mit meinen vielen Gedanken. Ich saß lange still in meinem Zimmer und dachte nach. Die Worte meiner Mutter gingen mir immer wieder durch den Kopf. Herr Peter war ein netter und freundlicher Mann. Er sprach immer ruhig und höflich mit mir. Ich fragte mich, ob meine Mutter vielleicht recht hatte. Ich liebte ihn nicht. Nein. Aber ich mochte ihn und fühlte mich in seiner Nähe oft ruhig und sicher. Wenn er mit mir sprach, erzählte er viele interessante Dinge über Reisen, Bücher und andere Städte. Diese Gespräche gefielen mir sehr. Ich hörte ihm gern zu und vergaß dabei manchmal meine Sorgen. Zu Hause bei meiner Mutter und meinem Vater fühlte ich mich selten glücklich. In unserem Haus war es oft still und kühl. Wir sprachen wenig miteinander. Aber wenn ich mit ihm sprach, ging es mir besser und ich fühlte mich weniger allein. Die ganze Nacht lag ich wach und dachte über alles nach. Immer wieder stellte ich mir mein zukünftiges Leben vor. Am nächsten Morgen sah ich meine Mutter beim Frühstück. Sie wartete auf meine Antwort und sah mich aufmerksam an. Ich wusste, dass sie meine Entscheidung hören wollte. Nach einem kurzen Moment sagte ich nur ein einziges Wort. Ja. Meine Mutter lächelte sofort zufrieden. Man konnte sehen, dass sie sehr froh über meine Antwort war. Schon bald begannen die Vorbereitungen für die Hochzeit. Herr Peter und ich heirateten im nächsten Frühling. Viele Menschen kamen zu unserer Feier. Es gab Musik, gutes Essen und viele Gäste aus wichtigen Familien. Alle sprachen, lachten und gratulierten uns. 2 Tage nach unserer Hochzeit verabschiedeten wir uns von meiner Familie und reisten nach Köln. Die Reise dauerte mehrere Tage und für mich war alles neu. Unterwegs sah ich viele Orte, große Felder und kleine Dörfer. Manchmal sah ich Menschen bei der Arbeit auf den Feldern. 3 Tage später kamen wir endlich an. Dort sah ich zum ersten Mal das große Haus meines Mannes. Es stand nahe an einem ruhigen Fluss. Das Haus war groß und schön und von einem weiten Garten umgeben. Im Garten wuchsen viele alte Bäume und bunte Blumen. Überall hörte man Vögel in den Ästen singen. Der Himmel war klar und blau und die Luft roch nach Frühling. Ich stand neben meinem Mann und sah mich lange um. In diesem Moment fühlte ich mich sehr glücklich. Alles sah friedlich und freundlich aus. Ich dachte, dass ich hier vielleicht ein gutes Leben beginnen könnte. »Komm, meine Liebe«, sagte mein Mann mit einem Lächeln. »Du musst hineinkommen und Martha kennenlernen. Sie arbeitet schon viele Jahre hier. Sie kocht, putzt und kennt alles im Haus.
Wir gingen zusammen durch die große Haustür. Drinnen war es warm und gemütlich. Dort traf ich Martha. Sie war eine freundliche alte Frau mit lächelnden blauen Augen. Ihr Gesicht war ruhig und freundlich. Sie begrüßte mich herzlich und freute sich, mich kennenzulernen. Danach zeigte sie mir das ganze Haus. Zimmer für Zimmer gingen wir durch die langen Flure. Überall standen schöne Möbel und große Fenster ließen viel Licht hinein. Alles wirkte ordentlich und ruhig. Plötzlich fühlte ich große Freude und auch ein wenig Aufregung. Alles war neu für mich und ich begann zu glauben, dass hier vielleicht ein neues und glückliches Leben auf mich wartete. Ich freute mich sehr, dort zu sein. Das Haus wirkte freundlich und lebendig. Aus der Küche hörte man Frauen singen, während sie das Essen vorbereiteten. In den Wohnzimmern machten Männer Feuer in den großen Kaminen. Überall liefen Hunde und Katzen durch das Haus. Einige Tiere schliefen ruhig in den Ecken, andere folgten uns neugierig durch die Flure. Alles fühlte sich warm und fröhlich an. Man konnte sehen, dass viele Menschen hier arbeiteten und lebten. Das Haus war voller Geräusche und Bewegung. »Kommen Sie mit mir, gnädige Frau«, sagte Martha freundlich. »Ich zeige Ihnen Ihr Schlafzimmer. Danach bringen wir Ihre Taschen nach oben und Sie können sich vor dem Abendessen waschen.« Ich nickte und folgte ihr durch den langen Flur. Wir gingen eine Treppe hinauf und liefen langsam weiter. Die Schritte klangen leise auf dem Boden. Bald blieben wir vor einer großen braunen Tür stehen. »Das ist Ihr Zimmer«, sagte Martha und öffnete die Tür. Ich trat einen Schritt nach vorne und sah hinein. Plötzlich blieb ich stehen. Mir wurde kalt vor Angst. Vor mir stand etwas Großes und Schwarzes. Ich wusste nicht, was es war. Zuerst dachte ich, es ist nur ein alter Mantel. Aber der Mantel stand aufrecht, als wäre jemand darin. Doch dort war kein Mensch. Nur diese dunkle, stille Form in meinem Zimmer. Ich sprang schnell zurück und machte einen Schritt von der Tür weg. Mein Herz schlug sehr schnell und ich hatte große Angst. »Ist alles in Ordnung, gnädige Frau?« fragte Martha und sah mich überrascht an. »Nein, vielleicht ist es nichts«, sagte ich schnell. »Aber ich glaube, ich habe dort etwas gesehen.« Als sie die Tür geöffnet haben, dachte ich sehe einen großen schwarzen Mantel im Zimmer stehen. In diesem Moment wurde Marthas Gesicht plötzlich ganz weiß. Sie sah sehr erschrocken aus. »Was ist los?« fragte ich sie. »Jetzt haben Sie ja auch Angst.« Martha sah kurz in das Zimmer und dann wieder zu mir. »Etwas Schlimmes wird passieren«, sagte sie leise. »Wenn jemand in diesem Haus den schwarzen Mantel sieht, bedeutet das Unglück für die Familie von Herrn Peter. Ich habe ihn einmal gesehen, als ich noch ein Kind war. Am nächsten Morgen starb der alte Herr Peter. Seitdem glauben alle hier an dieses Zeichen. Viele Menschen im Haus sprechen noch heute darüber. Und jetzt haben Sie ihn gesehen, gnädige Frau. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl.« Wir gingen danach nach unten zum Abendessen. Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber in meinem Herzen hatte ich Angst. Immer wieder dachte ich an den schwarzen Mantel in meinem Zimmer. Trotzdem sagte ich meinem Mann nichts davon. Ich wollte nicht, dass er sich Sorgen macht. Außerdem hoffte ich, dass alles nur ein Fehler war und ich mir das Ganze vielleicht nur eingebildet hatte. Ich wollte das seltsame Erlebnis einfach vergessen und wieder glücklich sein. Am nächsten Tag gingen Herr Peter und ich zusammen spazieren. Wir wollten das Haus und den Garten ansehen. Ich wollte mein neues Zuhause besser kennenlernen. Die Sonne schien und der Garten sah sehr schön aus. Überall standen Bäume und Blumen. Die Luft war frisch und ruhig. Man hörte nur die Vögel in den Bäumen und das leise Wasser des Flusses. Ich sah meinen Mann an und sagte: »Ich mag dieses Haus und alle Menschen hier. Und ich bin glücklich hier mit dir. Es ist viel besser als mein altes Zuhause.« Mein Mann antwortete nicht sofort. Er blieb lange still. Er ging langsam neben mir
und sah auf den Boden. Es sah so aus, als würde er über etwas Wichtiges nachdenken. Sein Gesicht war ernst und seine Schritte waren langsam. Dann blieb er plötzlich stehen und drehte sich zu mir. Er nahm meine Hand und sah mich ernst an. »Jenny, hör mir bitte gut zu«, sagte er. »Ich muss dich um etwas bitten. Geh bitte nur in die Räume vorne im Haus. Du kannst auch in die Zimmer im hinteren Teil gehen oder in den kleinen Garten bei der Hintertür. Aber geh niemals noch weiter nach hinten. Versprich mir das. Verstehst du mich, Jenny?« Sein Gesicht war sehr blass und er wirkte traurig. Ich verstand seine Worte, aber ich verstand den Grund nicht. Ich fragte mich, warum er plötzlich so ernst war. In Hamburg hatte er oft gelächelt und freundlich mit mir gesprochen. Aber hier in Köln war er anders. Er lächelte kaum noch und lachte fast nie. Manchmal wirkte er sogar ängstlich. Vielleicht ist der hintere Teil des Hauses gefährlich, dachte ich. Vielleicht gibt es dort etwas, das ich nicht sehen soll. Ich wollte ihn noch mehr fragen, aber er sprach nicht weiter darüber. Wir gingen still zurück zum Haus. Keiner von uns sagte ein Wort. Die fröhliche Stimmung vom Morgen war verschwunden. Ich versuchte, seine Worte zu vergessen und wieder so glücklich zu sein wie vorher. Etwa einen Monat später traf ich die andere Frau zum ersten Mal. Es war ein warmer und schöner Tag. Nach dem Mittagessen wollte ich ein wenig im Garten spazieren gehen. Deshalb lief ich schnell in mein Zimmer, um meinen Hut und meinen Mantel zu holen. Aber als ich die Tür öffnete, sah ich etwas Unerwartetes. Eine Frau saß ruhig am Feuer in meinem Zimmer. Ich blieb sofort stehen und sah sie überrascht an. Sie war etwa 40 Jahre alt und trug einen langen, schwarzen Mantel. Ihr Gesicht war sehr blass. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich etwas Seltsames. Ihre Augen waren ganz weiß. In diesem Moment verstand ich, dass sie blind war. »Gnädige Frau«, sagte ich vorsichtig, »das ist mein Zimmer. Ich glaube, hier liegt ein Fehler vor.« Die Frau drehte langsam ihren Kopf zu mir. »Mein Zimmer«, sagte sie ruhig. »Ein Fehler? Nein. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist.« Ihre Stimme war kalt und ruhig. Dann fragte sie plötzlich, »Wo ist Herr Peter?« »Unten im Wohnzimmer«, antwortete ich verwirrt. »Aber wer sind Sie und warum sind Sie in meinem Zimmer?« Die Frau bewegte sich nicht. »Sagen Sie Herrn Peter, dass ich ihn sprechen will«, sagte sie nur. Ihre Worte machten mich noch nervöser. Ich richtete mich auf und sagte fest, »Ich muss Ihnen sagen, dass ich Frau Peter bin. Und ich möchte, dass Sie jetzt mein Zimmer verlassen.« Plötzlich änderte sich ihr Gesicht. »Frau Peter«, wiederholte sie laut. »Sie sind es nicht!« »Sie sind es nicht«, schrie sie plötzlich. Im nächsten Moment schlug sie mir hart ins Gesicht. Der Schlag kam so schnell, dass ich einen Schritt zurücktaumelte. Vor Schmerz und Angst rief ich laut um Hilfe. Meine Stimme hallte durch das Haus. Nur wenige Augenblicke später hörte ich schnelle Schritte im Flur. Bald kam Herr Peter ins Zimmer. Ich lief sofort aus dem Raum, als er hineinging. Mein Herz schlug sehr schnell. Ich blieb draußen vor der Tür stehen und hörte zu. Ich konnte nicht jedes Wort verstehen. Aber ich hörte, dass Herr Peter sehr wütend war. Seine Stimme war laut und streng. Die blinde Frau klang dagegen traurig und verzweifelt. Als mein Mann schließlich aus dem Zimmer kam, sah ich ihn sofort an. »Wer ist diese Frau?« fragte ich. »Und warum war sie in meinem Schlafzimmer?« Aber mein Mann sah mich nur kurz an. Dann schwieg er und antwortete mir nicht. Sein Gesicht wurde wieder ganz weiß vor Angst. Er sah mich nur kurz an und sagte leise, »Vergiss sie.« Mehr sagte er nicht. Seine Stimme klang müde und unsicher. Danach drehte er sich weg, als wollte er das Gespräch beenden. Aber ich konnte sie nicht vergessen. Das Bild der blinden Frau blieb in meinem Kopf. Von diesem Tag an wurde alles anders zwischen uns.
Jeden Tag wurde es schwerer, mit meinem Mann zu sprechen. Früher hatte er oft freundlich mit mir gesprochen. Doch jetzt war er fast immer still. Oft wirkte er traurig und auch ein wenig ängstlich. Viele Stunden saß er vor dem Feuer und sah nur in die Flammen. Manchmal bewegte er sich kaum. Seine Augen waren voller Sorgen. Ich wollte wissen, was ihn so belastete, aber er sagte mir nichts. Wenn ich ihn fragte, wechselte er das Thema oder schwieg einfach. So lebten wir mehrere Tage in einer stillen und schweren Stimmung. Eines Morgens nach dem Frühstück sagte Herr Peter plötzlich etwas sehr Seltsames. »Ich habe eine Lösung«, sagte er. »Wir müssen in ein anderes Land gehen, vielleicht nach Frankreich oder Spanien. Dort können wir neu anfangen. Was denkst du, Jenny?« Aber er wartete gar nicht auf meine Antwort. Kaum hatte er die Worte gesagt, stand er auf und verließ schnell den Raum. Ich blieb allein am Tisch sitzen und dachte lange nach. »Warum müssen wir Köln verlassen?«, fragte ich mich immer wieder. Ich verstand den Grund nicht. Außerdem wollte ich nicht so weit weg von meiner Familie gehen. Meine Mutter und mein Vater lebten in Hamburg. Sie waren inzwischen alt geworden und mein Vater war oft krank. Auch wenn sie mir früher nicht viel Liebe gezeigt hatten, wollte ich in ihrer Nähe bleiben. Den ganzen Tag dachte ich über die Worte meines Mannes nach. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Als er am Abend zurückkam und wir zusammen zu Abend aßen, schwieg ich. Auch er sprach kaum ein Wort. Die Stimmung war kalt und still. Nach dem Essen fühlte ich mich sehr müde. Ich ging früh in mein Schlafzimmer. Ich hoffte, dass eine Nacht Schlaf mir helfen würde, klarer zu denken. Am nächsten Tag wollte ich noch einmal ruhig über alles nachdenken. Ich legte mich ins Bett, schloss die Augen und schlief bald ein. Aber mein Schlaf war unruhig. Immer wieder träumte ich von dem schwarzen Mantel in meinem Zimmer. In meinem Traum stand er wieder still in der Dunkelheit, genau wie in der ersten Nacht. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Plötzlich wachte ich auf. Mein Herz schlug schnell. Das Zimmer war dunkel und ganz still. Aber ich war nicht allein im Zimmer. Am Ende meines Bettes stand jemand. Zuerst konnte ich nur ein kleines Licht sehen. Eine Hand hielt die Lampe hoch. Hinter dem Licht erkannte ich langsam das Gesicht der blinden Frau. Sie stand ganz still und bewegte sich nicht. In ihrer anderen Hand hielt sie ein Messer. Das Metall glänzte schwach im Licht. Mein Herz begann sofort schnell zu schlagen. Ich bekam große Angst. Ich wollte aus dem Bett springen und zur Tür laufen. Doch sie hob das Messer ein wenig und sagte ruhig: »Wenn du leben willst, bleib still. Bewege dich nicht.« Ihre Stimme war kalt und ruhig. Dann sagte sie: »Ich habe eine Frage. Antworte ehrlich. Hat Herr Peter dich geheiratet?« Meine Stimme zitterte vor Angst, aber ich antwortete: »Ja. Er hat mich geheiratet. Viele Menschen waren bei unserer Hochzeit.« Die Frau schwieg einen Moment. Sie stand einfach da und atmete langsam. Dann sagte sie leise: »Das ist sehr traurig. Denn ich glaube nicht, dass er dir die Wahrheit gesagt hat. Ich bin seine Frau. Nicht du.« Ihre Worte trafen mich wie ein Schlag. Für einen Moment konnte ich nichts sagen. Mein Kopf war voller Angst und Verwirrung. »Du musst morgen dieses Haus verlassen«, sagte sie weiter. »Wenn du bleibst, siehst du dieses Messer. Dann werde ich dich töten.« Danach drehte sie sich langsam um und ging leise aus dem Zimmer. Ich hörte ihre Schritte nicht einmal. Es war, als wäre sie einfach verschwunden. In dieser Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. Ich lag lange wach und dachte nur an ihre Worte. Immer wieder sah ich ihr blasses Gesicht vor mir. Als der Morgen kam, fühlte ich mich schwach und sehr müde. Trotzdem stand ich sofort auf. Ich suchte meinen Mann und erzählte ihm alles.
»Wer ist diese blinde Frau?« fragte ich. »Sie kam letzte Nacht in mein Zimmer. Sie sagte, dass sie deine Frau ist und dass ich es nicht bin.« Mein Mann sah mich plötzlich streng an. »Warst du in den hinteren Räumen des Hauses?« fragte er wütend. »Ich hab dir doch gesagt, dass du dort niemals hingehen darfst.« »Aber ich war nicht dort«, antwortete ich schnell. »Ich war die ganze Nacht in meinem Bett. Sie ist zu mir gekommen. Bitte sag mir, was hier passiert.« Sein Gesicht wurde wieder ganz weiß. Lange sagte er nichts. Man konnte sehen, dass er sehr nervös war. Dann sagte er langsam: »Nein, sie ist nicht meine Frau. Du bist meine Frau. Hör nicht auf ihre Worte. Sie weiß nicht, was sie sagt.« Danach verließ er den Raum, ohne mich noch einmal anzusehen. Ich blieb verwirrt zurück. Seine Antwort machte alles noch unklarer. Schnell lief ich zu Martha. Ich fühlte mich plötzlich sehr unwohl in diesem Haus. Mein Mann war mir fremd geworden. Ich verstand ihn nicht mehr. Und ich wollte endlich wissen, wer diese blinde Frau war. Als ich Martha fand, sah sie sofort meine Angst. »Weinen Sie nicht, gnädige Frau«, sagte sie ruhig. »Setzen Sie sich bitte und hören Sie mir zu. Was ich Ihnen erzählen muss, ist nicht schön.« Ich setzte mich und wartete. »Die blinde Frau«, sagte Martha leise, »die Frau im schwarzen Mantel ist schon lange tot. Was Sie gesehen haben, war ihr Geist. Früher war sie mit ihrem Mann verheiratet. Sie war die erste Frau von Herrn Peter. Niemand weiß genau, wie sie gestorben ist. Ihr Schlafzimmer lag hinten im Haus. In der Nacht ihres Todes sah jemand ihren Mann mit einem Messer in der Hand. Hat er sie getötet? Das weiß niemand. Als man sie fand, lag das Messer auf dem Boden neben ihr. Und ihre Augen waren verschwunden. Jemand hatte sie nach ihrem Tod herausgeschnitten. Vielleicht wollte er nicht, dass sie seine anderen Frauen sieht. Seine nächste Frau. Sie. Als ich das hörte, bekam ich große Angst. Mein Körper wurde kalt und meine Hände zitterten. Ich wollte keine Minute länger in diesem Haus bleiben. Ich wartete nicht einmal darauf, noch einmal mit meinem Mann zu sprechen. Noch am selben Tag verließ ich das Haus. Ich verabschiedete mich schnell von Martha, nahm meine Taschen und sagte meinem Fahrer, er soll mich zurück nach Hamburg bringen. Jetzt lebe ich wieder bei meiner Mutter und meinem Vater. Das Haus dort ist ruhig. Ich schlafe jede Nacht gut. Meine Eltern sind heute freundlicher zu mir als früher. Manchmal besucht mich meine tote Schwester in meinen Träumen. Aber ich habe keine Angst vor ihr. Sie sagt mir, dass die blinde Frau noch immer in dem Haus in Köln nach mir sucht. Sie will mich töten, weil sie eifersüchtig auf mich ist. Aber sie kann mich dort nicht finden. Sie muss auf die nächste Frau von Herrn Peter warten.